Dieser Ort war jahrelang das Zentrum eines Systems, das niemand kannte. Und selbst wenn man es kannte, wurde nicht darüber gesprochen. Was ist dieser Ort? Den Erzählungen nach ein Gefängnis, aber weit jenseits dessen, was man unter einem Standard versteht. Es ist so groß, von Mauern umgeben, wie ein Labyrinth, aus dem es kein Entkommen gibt. Von außen sieht es vielleicht wie eine riesige Anlage aus, aber die Wahrheit liegt im Inneren. Unter der Erde gibt es kilometerlange Zellen und Räume, und alles ist von Blut, Schmerz und Geruch durchdrungen. Der Ort, aus dem es kein Entkommen gibt. Dieser Ort ist das Sidneia-Gefängnis, 30 Kilometer nördlich von Damaskus. Es wurde in den 1980er Jahren vom Regime Hafiz al-Assads in Syrien errichtet und war ursprünglich als Strafanstalt für die syrische Armee und militärische Gefangene gedacht, doch ab den 2000er Jahren wurde es vor allem zu einem Ort für politische Gefangene. Während des syrischen Bürgerkriegs ab 2011 wurde dieses Gefängnis zu einem Symbol der repressiven Politik des Regimes. Das Gefängnis besteht aus einem quadratischen, von hohen Zäunen geschützten Außenbereich und einem inneren Teil mit 2 Hauptgebäuden sowie Lager-, Wartungs- und Reparaturräumen und Gebäuden für Militärpersonal. Von diesen beiden Gebäuden ist das größere der Ort, an dem Zivilisten aus verschiedenen Gründen untergebracht wurden, während im anderen vor allem Menschen mit militärischem Hintergrund festgehalten wurden. Und dies ist das Gebäude, in dem Massenhinrichtungen stattfanden. Nach kurzen und unfairen Gerichtsverfahren wurden die Gefangenen in dieses Gebäude gebracht und dort kollektiv hingerichtet. Die Hinrichtungen sollen mit Genehmigung der Regimevertreter nachts heimlich durchgeführt worden sein. Der Name des Gefängnisses scheint bewusst gewählt zu sein, denn Sidneia bedeutet Ort der Jäger oder Jagdgebiet. Schon der Name zeigt, wie unmenschlich sie waren. Ihre Absichten werden bereits im Namen des Gefängnisses deutlich. Menschen, die ihre Menschenrechte nutzten und gegen das Regime protestierten, fanden sich plötzlich hier wieder. Wenn man dieses Gefängnis von außen betrachtet, wirkt es zunächst wie eine gigantische Technologiebasis. Doch je näher man kommt, desto klarer wird, dies ist nicht nur eine Struktur aus Beton und Eisen, dies ist ein System, das dich in dem Moment gefangen nimmt, in dem du überhaupt an Flucht denkst. Zuerst gibt es die äußere Mauer. Diese Mauer ist völlig anders als gewöhnliche Gefängnismauern, fast so hoch wie ein Wohnhaus. Auf ihr befinden sich Wachtürme, Scheinwerfer und Nachtsichtkameras. Nehmen wir an, es geschieht ein Wunder und du überwindest diese Mauer. Danach liegt vor dir ein etwa 1 Kilometer langes, vollkommen offenes Gelände. Kein Baum, kein Stein zum Schutz, keine Grube zum Verstecken. Weit und breit nichts. Ein gerader Todeskorridor. Und in jedem Teil dieses Geländes soll es Bereiche geben, die niemand betreten will, weil dort angeblich Minen liegen. Sobald du anfängst zu laufen, wirst du entweder von einem Scharfschützen getroffen oder der Boden unter deinen Füßen zerreißt dich. Noch bevor du hierher kommst, haben sie dich bereits einkalkuliert. Alles ist geplant. Dieser Ort ist wie ein bewusst errichteter Begräbnisplan für jeden, der an Flucht denkt. Er sagt dir, versuch zu fliehen, aber mit jedem Schritt lässt er dich verzweifelter werden. Deshalb wagt hier niemand auch nur an Flucht zu denken. Die Mauern, Türme und Minen sind nur die Fassade. Die wahre Hölle beginnt im Dunkel, unter unseren Füßen. Das Innere dieses Gefängnisses ist einziges Labyrinth. So groß der oberirdische Teil wirkt, der unterirdische ist mindestens genauso komplex und unbekannt. Unter der offiziell bekannten Zahl der Stockwerke soll es mindestens 2, vielleicht sogar 3 weitere geheime Ebenen geben. Es gibt keine Pläne, keine Marten, nicht einmal standardisierte Schlüssel. Nicht einmal jeder Wärter kennt alle Wege. Als die Rettungsteams hier eintraten, bemerkten sie, dass Wände, die wie Beton aussahen, in Wirklichkeit Türen waren. Hinter Beton kamen Zellen zum Vorschein, Räume, in denen Menschen jahrelang festgehalten wurden, ohne dass ihre Existenz bekannt war. In diesen Räumen sind noch immer Spuren von Menschen zu sehen. Manche Türen sind so geschickt verborgen, dass es keine Klinken und Schlösser gibt, nur glatte Betonflächen. Niemand weiß, wie viele Menschen dort gelebt haben oder wie viele dort starben. Diese Orte wurden entsprechend den angeblichen Verbrechen der Menschen gestaltet. Das innere System dieses Gefängnisses ist wie ein technisches Meisterwerk aufgebaut. Es gibt kreisförmig vom Zentrum ausgehende Korridore. Steht man in der Mitte, kann man alle Ebenen sehen. So kann ein Wärter von einem einzigen Punkt aus das gesamte Gefängnis überwachen. Für die Gefangenen aber bedeutet das ein endloses Verlorengehen.
Und genau das wollen die Wärter. Du gehst in einen Korridor, dann öffnet sich ein anderer, dann eine Streppe, dann eine Tür. Selbst wenn du zurück willst, weißt du nicht mehr, woher du kamst. Und selbst wenn du es weißt, spielen dich dein Verstand Streiche. Hier ist nicht nur Flucht unmöglich, selbst die Orientierung ist unmöglich. Wenn jemand versuchte zu fliehen, wurde er nicht sofort getötet. Zuerst holte man ihn vor allen anderen heraus, dann steckte man ihn in die nackten Zellen, die sie Käfige nannten. Sie spielten mit Menschen wie eine Katze mit der Maus. Das Ziel war nicht, die Flucht zu verhindern, sondern den anderen eine Lektion zu erteilen. Jeder sollte die Schreie hören, damit niemand jemals wieder an Flucht denkt. Sie hatten sogar Vergnügen daran. Stell dir vor, dass es nach Einbruch der Nacht keinerlei Lichtquelle gibt, absolute Finsternis. Die Menschen entwickelten schwere Hautkrankheiten, weil sie die Sonne nie sahen und kein Vitamin D bekamen. Die einzige Möglichkeit, Licht zu sehen, war, wenn jemand die Tür öffnete. Dann kamen immer mehr Menschen. In Räumen, die für 2 Personen gedacht waren, lebten plötzlich 8 bis 10 Gefangene. Es gab keine Betten, sie schliefen auf Decken auf dem Boden, manche sogar direkt auf dem Beton. Die Toilette befand sich in der einen Ecke der Zelle. In diesem Gestank zu schlafen, ist wohl das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann. Aber keine Sorge, sie konnten ohnehin kaum auf die Toilette gehen, denn eine weitere Methode, sie zu brechen, war es hungern zu lassen. Auf Bildern, die hier nicht gezeigt werden können, sieht man, dass man bei jedem Einzelnen die Knochen zählen konnte. Viele starben genau deshalb. Schlafen war fast unmöglich, wegen der Prügeleien und den anschließenden Schreien der Gefangenen. Wenn in einer Zelle einer geschlagen wurde, war es nur eine Frage der Zeit, bis man selbst an der Reihe war. Man schlug nicht nur eine Person, oft wurden Gürten und Stöcke benutzt und manche verloren schon beim ersten Schlag das Bewusstsein. Dies ist ein Gefängnis, in dem niemand weiß, was ihm morgen passieren wird. Nachdem Bashar al-Assad gestürzt war, brachen Rettungsteams viele Türen auf, denn manche Bereiche kannten nur die Wärter und sie waren im Chaos geflohen. Und hier sehe ich die Maschine, mit der Menschen die Hände abgeschnitten wurden, rotierendes Metall, wie aus einem Film, aber real. Man erzählt, dass manche Wärter während der Folter ihren Kaffee tranken, als wäre es ihre tägliche Routine. Ob das alles stimmt, weiß ich nicht, aber dieser Ort ist unerträglich. Es gibt Pressmaschinen mit einer Druckkraft von 40 Tonnen. Man sagt, dass Menschen lebendig damit zerquetscht wurden, weil Leichen zu viel Platz einnahmen. Niemand kann sich so etwas vorstellen. Es erinnert mich an das, was Hitler den Menschen getan hat. War Assad ein Hitler? Und danach die Säureräume. Den Gefangenen wurde kein regelmäßiges Wasser gegeben. Mancherorts floss nur schmutziges Wasser aus den Wänden, das sie trinken mussten. Reichte das nicht, tranken sie ihren eigenen Urin. Wenn ein Mensch von solchen Flüssigkeiten lebt, stirbt er nicht an der Folter, sondern an Krankheiten. Ich schäme mich, das zu sagen, aber es ist die Wahrheit. Die Toilette ist nichts anderes als eine gemeinsame Grube. Die Duschzeit ist nur 5 Sekunden. Lässt du die Seife fallen, schlägt dich der Wärter mit dem Schlagzock. Manche mussten blutüberströmt duschen. Man sperrte die Menschen nackt in kleine Käfige, 30 Personen Schulter an Schulter, ohne Luft zum Atmen. Die Menschen hassten es, in die Kantine zu gehen, weil sie in Gruppen, aneinander gekettet, gegen Tische stießen und hinfielen und sich oft verletzten oder Knochen brachen. Die Kantine wurde nicht nur zum Essen genutzt. Eines Tages wurde im Sydneyer Gefängnis das Wasser abgestellt, 3 Tage lang. Vor Durst versuchten die Menschen Wasser aus schmutzigen Toilettenschläuchen zu saugen. Am Ende eines Tages brachte ein Wärter nur einen einzigen Behälter Wasser in die Zellen. Aufgeteilt ergab das kaum ein Drittel eines Glases pro Person. Stell dir vor, 3 Tage ohne Wasser und nur 3 bis 4 Esslöffel Flüssigkeit. In einer Zelle passierte etwas besonders Trauriges. Der Wasserbehälter wurde plötzlich durchlöchert, das Wasser lief auf den Boden und die Menschen versuchten es vom Boden zu trinken. Später wurde das Wasser erneut abgestellt. Am Ende eines Tages hielt es einer nicht mehr aus und rief mutig nach Wasser. Alle waren schockiert, denn die Wärter hatten sie so eingeschüchtert, dass sich niemand zu etwas traute. Doch schließlich schlossen sich andere an und alle schrien nach Wasser. Dann hörte man aus den Rohren ein leises Tropfen. Manche weinten wie kleine Kinder, weil sie endlich Wasser bekamen. In Sydney gab es nicht nur Männer, auch Frauen und Kinder waren dort. Der bekannte syrische oppositionelle Schriftsteller Michael Kilo berichtet von einer Frau, die von Wärtern schwanger wurde und von ihrem Kind, eine Geschichte, die dem das Blut in den Adern frieren lässt.
Die Wärter saßen in der Mitte, rauchten, tranken Kaffee und unterhielten sich, während die Gefangenen Erniedrigung, Scham und Verzweiflung erlebten. In diesem Gefängnis wurden Kinder geboren, Kinder ohne bekannten Vater, Kinder, die nie die Sonne gesehen und nie Freiheit gekannt haben. Eine Frau kam mit 18 hierher und ging mit 25, mit 3 Kindern, ohne zu wissen, wer ihre Väter sind. Ein Mann, der hier herauskam, hatte die linke Seite seines Körpers wie gelähmt.